sind hier zu Besuch bei Familie Rocchia, die hier ein faszinierendes Projekt in Uruguay am Start hat. Und Tancredi wird jetzt mal ganz kurz berichten, was sie hier vorhaben. Ja, wir haben einen 50 Hektar Betrieb, also ein Campo erworben, und wir möchten hier einen Ökotourismus auf die Beine stellen, wo die Gäste, also vor allem für uruguayische Familien, die Möglichkeit haben, die Kinder auch betreut werden, dass sie die Möglichkeit haben, Ferien zu gestalten. Und das Ziel ist, dass wir eine Ferienanlage erstellen mit Camping, mit einer Gastronomie, ein bisschen im gehobenen Segment, und ein Erlebnisbauernhof, wo man die Tiere mit der Hauptrichtung Vögel, also Vogelzucht, wo man die Gästen die Möglichkeit gibt, quasi so die Anlage zu erleben. Wir haben das Glück, dass wir 800 Meter vom Meer entfernt sind, und man kann das Meer auch sehr nahe genießen. Und ihr habt auch Zugang zum Meer? Nicht direkt, über Monte Carlo haben wir Zugang zum Meer, ja. Habt ihr Vorkenntnisse mitgebracht aus der Schweiz, oder ist das hier jetzt einfach? Es ist so, wir hatten einen Erlebnishof in der Schweiz, der Hof Gertau, mit einer Gastronomie, Eventgastronomie, und zusätzlich hatten wir noch ein Baugeschäft, eine Zimmerei seit über 20 Jahren. Und ja, es kommt uns gelegen, die Erfahrungen, die wir da gemacht haben, und die können wir dementsprechend hier voll einbinden, und es macht uns auch schon mega Spaß. Ja. Und es wird hier dann so Tiny Häuser geben im Dschungel und... Das sind so mobile Einheiten, die man verschieben kann. Es sind Tiny Häuser, aber nicht auf Räder, die kann man mit dem Trecker anheben und verschieben. Man hat so die Möglichkeit, Gast eigentlich jedes Mal einen anderen Ort darzustellen, weil der Park, es ist ein wunderschöner Wald, den wir hier haben, mit verschiedenen Bäumen, riesige Bäume, riesige Anlagen, dann mit Seen und Felder. Ja, es ist noch unberührte Natur hier, es ist wirklich sehr schön. Ja, wir durften das ja schon erleben, wir waren ja mit dir im Papageienwald, also das ist ein Eukalyptuswald. Du hast mir erzählt, dass es hier demnächst dann auch irgendwie 2 künstliche Seen geben soll. Einer ist eigentlich schon da, der muss nur ein bisschen renaturiert werden. Ja. Also im oberen Teil vom Grundstück, das sieht man jetzt hier nicht auf dem Video, planen wir einen 2,5 Hektar großen See, es sind 25.000 Quadratmeter, der von unten her von Quellen bespiesen wird. Und im südlichen Teil haben wir schon teils einen See, und der wird noch vergrößert. Das ist wichtig, weil diese Wasserreservoire nutzen wir für die Landwirtschaft und gleichzeitig aber auch als Retention für das Oberflächenwasser, wenn es mal regnet, weil dadurch, dass es hier jetzt wirklich sehr unberührte Natur ist und sehr so eine schöne Auenlandschaft hat, in den Kuhlen sammelt sich dann das Wasser, und das ist jetzt ein bisschen ungünstig. Und später dann werden wir dieses Wasser abführen, und das geht dann alles in diese Seen rein. Und da kann man dann dementsprechend auch baden, und man hat vollen Gaudi dann. Ja. Wird es auch? Ja. Von meinem Deutsch, ich bin Schweizer. Nee, das ist alles okay. Italienisch reden, aber ja. Deutsch ist nicht gar eine Frage habe ich noch. Wird es auch Stellplätze für Overländer geben? Ja, logisch. Also Südamerika ist ja bekannt auch für eben diese Overländer. Also es gibt sehr viele, die durchfahren. Und ich denke, das ist sicher was Schönes, was wir hier anbieten können. Man dann hinstellen kann, und man kann sich erholen, man kann Ferien machen. Man kann auch sein Gefährt hier stehen lassen, problemlos, weil die Anlage ist betreut, es leben Leute hier, und muss man nicht Angst haben, dass hier was geklaut wird. Ja, so oder so, in dieser Gegend ist das eh nicht der Fall, also es ist sehr, sehr ruhig. Ja, und euch? Wie ist es mit euch hier in so einer neuen Umgebung? Ich finde es schön. Es ist toll. Wir haben uns in der Schule schon eingelebt. Ja. Ja. Ich finde es auch toll. Hier ist es größer als in der Schweiz und man hat viel mehr Weiten. Und ja. Ja, schön. Und ich kann mir den Traum erfüllen von der Vogelhaltung. Gibt genügend Platz, keiner meckert, wenn man eine Voliere hinstellt. Also
Ja, haben wir schon gesehen. Du hast hier... 20 Wellensittiche. Bis jetzt sind es 20 Wellensittiche, werden sicher nicht die letzten sein. Da kommt noch mehr dazu. Und du hast hier Vogeltränken für Kolibris, die wir auch schon bewundern konnten. Na, Also faszinierend, hier vor der Haustür die Kolibris zu haben. Sind schon fast faszinierend aufdringlich zutraulich, ja. Ja, das ist schön. Ja, dann sind wir mal ganz gespannt, wie dieses Projekt dann weitergeht. Mit den Vorerfahrungen, die ihr habt, sollte das eigentlich aus meiner Sicht funktionieren. Und was ich hier so festgestellt habe, wann meint ihr denn, dass ihr die ersten Gäste betreuen könnt? Habt ihr da schon eine Vorstellung? Camping sollte theoretisch immer im Zusammenhang, wenn wir vom Zoll unsere Geräte kriegen, weil die sind immer noch im Zoll, aber hatten heute eine schöne Antwort gekriegt. Also es sieht jetzt dann auch aus, dass wir nächste Woche die Maschinen bekommen. In der ersten Saison, das würde bedeuten, so ab Januar 24 könnten wir schon anfangen, die ersten Campingplätze anzubieten. Klar, keine Tiny Homes, keine Gastronomie, das kommt dann später, aber sicher mal, wenn jemand Lust hat, hier einen Stellplatz zu mieten, einfach mal pure Wildnis erleben will, leere Strände, kilometerweise Dünen, voll wirklich Natur pur, Meer, unberührtes Meer. Und wenn man einfach Sonnenaufgänge erleben möchte, die man noch nie erlebt hat übers Meer, ist man hier wirklich genau richtig. Oder Vollmonde, hier in Uruguay. Uruguay ist bekannt für die größten Vollmondaufgänge von der Welt. Das ist wirklich so, übers Meer in der Nacht, das ist, ja, man muss es erlebt haben. Videos oder Aufnahmen macht keinen Sinn, das kommt nicht zur Geltung. Man muss es auf dem Auge sehen. Und auch der Nachthimmel hier, das ist nicht vergleichbar mit Europa. Du hast keinen Lichtsmog, du hast hier Nachthimmel, Sterne. Das sieht man nicht alle Tage. Es ist wirklich schön. Ja, wir durften das ja schon erleben. Wir waren ja mit dir im Wald unterwegs, wir waren am Strand. Ihr werdet die Bilder gleich im Nachhinein in der Exkursion auf der Hacienda Eucalipto erleben. Ja, ich kann nur sagen, von uns ist es eine Empfehlung. Wenn das hier mal fertig wird oder fertig ist das sicherlich ein Paradies. Und für alle Leute, die nächstes Jahr hierher kommen, den Stellplatz kann ich nur empfehlen. Es sind super nette Gastgeber. Das kann man nicht anders sagen. Und wir sind hier herzlich aufgenommen worden. Wir fühlen uns hier wie zu Hause. Und ja, jetzt gucken wir uns mal an, was wir in der Woche auf der Hacienda erlebt haben. Tschüss. 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 Wie du willst. Und so kann der Mensch eigentlich auch wirklich mal die Natur genießen. Ja, mittendrin sein. Ja. Nicht immer erst reinlaufen müssen. Ja, das ist eben das. Das findest du hier nirgendwo. Das gibt es nicht. Oder für Familien, für Kinder. Die Kinder wünschen sich dann einen Seilpark, haben sie gesagt. Ja, kannst du einen Seilpark da machen? Ja. Das hier ist die Coronischa, das ist eine autochthone, also eine heimische Pflanze von Südamerika. Das ist eines der härtesten Hölzer, die es gibt, wächst sehr langsam. Das Heimtückische an dieser Pflanze sind eben diese Stacheln und die gehen durch jeden Reifen durch, egal wie robust der Reifen ist, wie stark, das geht einfach wie Butter durch, weil die sind steinhart. Da muss man extrem aufpassen, wenn man hier mit Traktor oder anderen Gefährten drüber fährt, weil sonst hast du sofort einen Platten und dann wird es nicht lustig. Ja, wir haben das ja gesehen an deinem Quad. Ja, 70 Stacheln drin. Prall voll, ja. Ja. Du musst nur einmal drüber fahren, dann hast du nachher platt. Ja. Und das gilt auch für LKWs, ja. LKWs. Alles geht durch. Das ist absolut kein Thema. Also da kannst du so viel Gummi haben und das geht einfach durch. Das ist, würde man nicht meinen, aber es ist extrem. Wir sind jetzt hier im Papageienwald. Hier lebt eine der wenigen Papageienarten, die Nester bauen. Diese Wohnblocks werden von 50 Tieren und mehr bewohnt.
roter Eukalyptus. Das hier ist alles ein roter Eukalyptuswald. Das ist jetzt für die Forstwirtschaft, werden die Eukalypten geschnitten und dann nachher wächst da wie ein Strauch hoch. Und man sieht hier die Triebe, der ist halt leider nicht gepflegt. Wenn man sie pflegen tut, dann haben wir ganz gerade Triebe. Und dann kann man die immer in Rotation abschneiden und hat so eigentlich sehr gutes Bauholz für Zäune, Konstruktionsholz. Also der rote ist sehr widerstandsfähig, im Gegenzug zum weißen. Der weiße ist nicht so widerstandsfähig. Hier verläuft der andere Verlauf schon. Wie sieht das dann aus, wenn alle Bäume abgeholzt sind für die Landwirtschaft, für die Kühe, für die Rinder? Sieht aus wie eine Mondlandschaft. Das ist wirklich, wirklich schade. Traurig. Traurig sieht es aus. Ist auch interessant, dass hier so eine Mond aufwächst, ne? Wie? Einen endgültigen Weg von der Hacienda Eucalypto zum Meer gibt es noch nicht. Tancredi hat aber schon begonnen, einen Pfad durch den Dschungel zu schlagen, aber es fehlen noch weitere 100 Meter. Gemeinsam wollen wir diese Aufgabe jetzt bewältigen. Papa hat ein Problem mit der Kettensäge-Familie. Der Detlef steigt jetzt mit seiner ein. Ja, jetzt ist die Kette gelöst, da kommt er noch nicht gnädig. Nachdem der Pfad durch den Wald freigeschnitten war, sucht Tancredi den Weg zu den Dünen. Es geht durch wilde Ananasfelder in Richtung Meer. Der Weg durch die Ananasfelder ist für die Quads schon eine Tortur. Aber ich glaube, Tancredi hat den Weg zum Meer gefunden. Denn vor uns beginnen die Ausläufer der Dünenlandschaft. Er weist mich vorsichtig auf eine Koronischa hin. Wir drehen um und holen den Rest der Familie nach. Und wieder hat Offroading so ein Tribut gefordert. Uns hat es den Flansch von der Hinterachse abgerissen. Und zwar vom Zentralrohr. Dadurch hat sich die Hinterachse nach außen verschoben und
Die Antriebswelle hat nicht mehr gefasst. Okay, ich werde das ganze Ding wieder anschweißen, Verstärkungsteile noch einsetzen und hoffen, dass das Ganze dann wieder funktioniert. Zum Glück ist an den Ritzeln und an dem Kardantrieb nicht groß was passiert. Ich gehe nachher dann.